Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit einer Legende, mit dem Mamba Focus von Nike, einem der Signature-Schuhe von Kobe Bryant, einem der besten Basketballer aller Zeiten. Ob der Schuh auch für Handballerinnen und Handballer geeignet ist, das zeigen wir euch jetzt im Detail. Als einer der vielseitigsten Spieler der Basketballgeschichte brauchte Kobe Bryant natürlich auch einen vielseitigen Schuh und das verkörpert der Mamba Focus hier sehr, sehr gut. Fangen wir mit der Optik an. Ihr seht das schon hier am Obermaterial, ist das in Schlangenlederoptik gehalten. Natürlich ist es kein Schlangenleder, sondern mit PU verstärktes Mesh-Material, was relativ leicht und flexibel ist hier im Vorderfußbereich und im hinteren Bereich hier durch eine Fersenkappe auch stilistisch mit dem Mamba Signature Logo hier versehen noch verstärkt wird. Ansonsten haben wir hier noch ein optisches Detail, natürlich das Logo vorne auf der Lasche und der obligatorische Nike Swoosh hier auf der Seite. Ansonsten lässt sich zum Obermaterial sagen, das ist ein One-Piece Upper, verstärkt hier an den Ösen, relativ klassisch gehalten, flexibel, leicht, nicht sonderlich atmungsaktiv, aber wer braucht das auch schon in einem Sportschuh. Wir haben hier hinten keine Nike Air Dämpfung drin, sondern eine EVA Dämpfung, die euch ein sehr, sehr gutes Feedback gibt. Ist auf jeden Fall sehr direkt, von der Dämpfung her, von den Dämpfungseigenschaften her auf jeden Fall nicht sehr weich, relativ untypisch für einen Basketballschuh und das macht die Konstruktion des gesamten Schuhs allerdings auch relativ leicht und flexibel. Was mir trotzdem gut gefällt, ist die Mittelfußstabilität. Also auch da ist es Basketballschuh typisch sehr, sehr gut, gerade in den Bewegungen nach außen sehr stabil. Dafür sorgt auch hier diese weit ausgestellte Außenkante, diagonal vorne an der Außenkante eures Vorderfuß. Die Sohle ist in einem Stück gearbeitet hier vorne, das heißt, ihr habt immer eine komplette Auflagefläche eures Fußes. Das macht den Grip sehr, sehr gut und verhindert vor allen Dingen, dass ihr jemals Kontakt zum Boden verliert. Das heißt, für flexible Bewegungen auf der Ferse, im Mittelfußbereich und natürlich im Vorderfuß, da wo die meisten Bewegungen im Handball stattfinden, habt ihr immer sehr, sehr guten Bodenkontakt. Insgesamt herausragend finde ich die Stabilität. Das habe ich eben gerade schon erwähnt, durch diese Außenkante finde ich, sind in allen schnellen Zweikampfbewegungen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, die Stabilität eures Fußes gewahrt. Ansonsten ein extrem flexibler, trotzdem stabiler Schuh, der mir persönlich sehr gut gefällt und für Handball auf jeden Fall bestens geeignet ist. Es gibt einen Grund, warum der Nike Mamba von vielen Volleyballer und Handballerinnen und Handballern getragen wird und gespielt wird und das schon seit einigen Jahren. Der Schuh ist sehr, sehr flexibel und auf gar keinen Fall so klobig wie andere Basketballschuhe. Er ist trotzdem von der Stabilität her vergleichbar mit einem Basketballschuh. Das heißt, in allen quer- und seitlichen Bewegungen seid ihr damit auf der sicheren Seite. Gute Dämpfung, aber mit immer noch sehr starkem Feedback für alle Speed-Spielerinnen und Spieler. Ich würde diesen Schuh auf jeden Fall euch Handballerinnen und Handballern ans Herz legen, vor allen Dingen auf Positionen wie Rückraummitte, vielleicht sogar mal auf einer Außenposition oder auch der ein oder andere flexible Rückraumlinke oder Rückraumrechte kann diesen Mamba auf jeden Fall tragen. Es ist kein extravaganter Basketballschuh, sondern ein Top-Indoor-Schuh, der für Handballerinnen und Handballer auf jeden Fall geeignet ist. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, natürlich auch über unsere Facebook-Seite, im YouTube-Channel, hier auf IGTV oder natürlich über WePlayHandball.de. Bis zum nächsten Mal.